Moin, moin und herzlich willkommen bei Century. Schön, dass du hier bist. Ja, heute nun, wie versprochen, das Sommer-Battle. Wir haben einmal zur linken Note de Jutsu der Marke Healy und zur rechten von der Nischenmarke Laboratorio Olfativo das Parfum Limon. Ja, und falls ich mich so ein bisschen nasal anhöre, so ein bisschen angeschlagen anhöre, ja, das ist tatsächlich auch der Fall. Bin nahezu nie krank, nie erkältet, aber ja, ich war ja im Urlaub und habe die eine oder andere Stunde dann im Flugzeug verbracht und da waren gefühlt Minustemperaturen und die blöde Klimaanlage lief die ganze Zeit und ja, da muss ich mir irgendwie einen aufgesackt haben, aber ich denke, ich kriege das hier ganz gut hin. So, wir legen dann am besten auch direkt los. Ich kann aber schon mal so ein bisschen vorab teasern und sagen, dass beide Parfums ganz wundervoll sind und auch bestens für den Sommer und vor allem auch für den Hochsommer geeignet sind. Trotzdem habe ich einen persönlichen Favoriten und den stelle ich euch jetzt hier auch im Video vor. Und ja, falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast und mich unterstützen möchtest, ja, dann lasse mir doch einfach ein Abo da und im Idealfall aktivierst du auch die Glocke, so bleibst du nämlich immer auf dem Laufenden. Würde mich freuen und wie gesagt, du unterstützt mich und meinen Kanal damit. Also sage ich schon mal hier vorab vielen Dank. So, mit welchem Parfum fange ich am besten an? Ich glaube mit meiner Nummer 2 mit Note de Jutsu. Ich zeige euch mal kurz den Flakon. Wirklich ganz schicker Flakon, auch hochwertiges Glas und der Zerstäuber ist wirklich große Klasse. Also mit einer der besten Zerstäuber, die ich so kenne. Also es macht wirklich Spaß, sich da einzudieseln. Ja, also Note de Jutsu. Der Name ist Programm. Falls der eine oder andere noch nicht weiß, was Jutsu eigentlich ist, es ist eine Zitrusfrucht aus Asien, ja, überwiegend so aus dem japanischen Raum. Vergleichbar mit einer Zitrone oder mit einer Bergamotte. Nicht ganz so viel Säure, also nicht ganz so säurehaltig. Teilweise auch eine leichte Süße immer mit dabei. Und ja, auch ein bisschen bitterer als eine normale Zitrone. Aber im Großen und Ganzen ist es eben so, ja, vom Feeling her wie eine Zitrone. Ich denke, das kann man so ganz gut stehen lassen. Ja, Note de Yuzu. Gefällt mir gut, sonst hätte ich mir das Parfum nicht gekauft. Und eingangs hatte ich auch gesagt, dass das Parfum ideal für den Sommer geeignet ist. Wir kriegen eben zu Anfang und eigentlich den ganzen Duftverlauf über diese wirklich sehr, sehr frische, leicht bittere, minimal süße Yuzu, also zitrische Note. Und wir haben dann nach der Kopfnote ja, so eine salzige Note, die mitschwingt. Das passt ideal zu dem Parfum. In Japan wird die Frucht Yuzu übrigens eben auch so mit Salz und mit Pfeffer gegessen. Also, dass man da eben auch so Salz in dem Parfum verwendet, das liegt durchaus nahe. Das passt auch wirklich gut zueinander. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich mittlerweile gar nicht mehr so ein großer Fan von salzigen Noten bin. Das war damals anders. Also ich habe einige salzige Parfums gehabt. Ich habe die teilweise wirklich geliebt. Aber ja, es ist für mich mittlerweile eine recht schwierige Note. Ich mag dieses Parfum total gerne. Ich trage es auch super, super gerne, aber es ist kein Daily Driver, also kein Parfum, was ich im Sommer jeden Tag tragen könnte, weil da wird mir irgendwann eben so dieser salzige Part ein bisschen too much. Also ich habe das Parfum dann irgendwann über und ja, das ist zum Beispiel auch mit ein Grund, weshalb es eben nur für den zweiten Platz gereicht hat. Es ist aber trotzdem ganz tolles, erfrischendes Parfum. Zu der salzigen Note bekommen wir dann auch noch so eine schöne Vetiver- und Moschusnote. Also im Drydown wird das Parfum auch so ein bisschen, ja, ich sag mal so sanfter, leicht holzig. Aber es ist halt und bleibt eben sehr, sehr frisches, Yuzu-zitrisches Parfum. So, dann kommen wir einmal zu der Haltbarkeit und zu der Sillage. Und da muss ich sagen, dass ich da für mich eine recht interessante Erfahrung gemacht habe. Denn ja, bei etwas kühleren sommerlichen Temperaturen, ich sag jetzt mal so 18 bis 20, 22 Grad, war ich mehr oder weniger begeistert von der Performance. Da bin ich so auf 6 bis 7 Stunden gekommen, teilweise sogar ein bisschen länger. Die Sillage war auch wirklich gut wahrnehmbar, vor allem die salzige Note war auch noch nach 5, 6 Stunden recht präsent. Ich habe es aber jetzt tatsächlich auch zweimal bei sehr, sehr hohen Temperaturen getragen. Da hatten wir hier so 35, 38 Grad. Und da muss ich sagen, da hat mich die Performance so ein bisschen enttäuscht. Also da bin ich auf maximal 5 Stunden gekommen. Also ein deutliches Stück schwächer als sonst. Und selbst die salzige Note war kaum noch wahrnehmbar, was mich auch so ein bisschen gewundert hat. Denn ja, bei heißen Temperaturen,
ja, ist es mehr oder weniger normal, dass so die zitrischen Noten von der Haut quasi aufgesogen werden. Das verpufft so mehr oder weniger auf der Haut. Das ist jetzt nichts, was mich so unfassbar überrascht hat. Aber selbst die salzige Note war für mein Empfinden kaum noch wahrnehmbar, sodass ich auf maximal 5 Stunden gekommen bin. Und wie gesagt, ist mir durchaus so bewusst, dass es bei ganz so heißen Temperaturen eben nicht mehr so gut performt. Aber das war dann irgendwie auch nochmal interessant zu sehen, dass es dann doch nochmal ein deutliches Stück schlechter und schwächer ist. Und ja, dementsprechend sage ich mal, ist die Haltbarkeit so bei 5 bis 7 Stunden, je nach Hauttyp, je nach Temperatur. Und ja, die Sillage ist ein Mittelmaß, auch da, je nachdem wie warm es dann draußen ist und wie so die salzige Note mit der Haut reagiert. Aber das waren so meine Erfahrungen und das ist so mein aktueller Stand bei dem Parfum. So, und dann kommen wir mal zu quasi meiner Nummer 1, zu Limon, zu dem Sieger des Battles, eben der Marke Laboratorio Olfativo. Toller Flakon, alles recht schwer und massiv. Der Zerstäuber ist auch wirklich große Klasse. Also da nehmen die beiden Parfums sich tatsächlich nichts. Bei beiden wirklich super toller, feiner Sprühnebel. Ja, Limon ist meine Nummer 1 beziehungsweise der Gewinner des Battles geworden. Warum? Ich fange jetzt einfach mal ungewöhnlicherweise mit der Performance an, weil wir das ja eben gerade bei dem Parfum Yuzu hatten. Die Performance ist bei Limon auch nicht ganz so gut, sogar noch ein Stücken ja, schlechter, schwächer. Man kommt wirklich so bei sehr, sehr hohen Temperaturen auf nur 4 bis 5 Stunden. Trotzdem ist es meine Nummer 1 geworden. Warum? Weil Limon für mich ein Parfum ist, das im Hochsommer einfach ja, an mir gute Laune ja, versprüht, auslöst, wie auch immer. Also wenn ich mir dieses Parfum aufsprühe, bekomme ich sofort gute Laune. Diese so realistische, zitrische Note finde ich ganz wundervoll. Ja, ihr wart den ganzen Tag in der Sonne oder am Strand und geht dann abends kalt duschen und nach der Dusche ja, sprüht ihr euch Limon drauf. Ich finde, es ist unfassbar, so dieser erfrischende, prickelnde, ja, gute Laune auslösende Effekt, der da bei mir irgendwie entsteht. Also wirklich große Klasse, deswegen ist es letztlich auch meine Nummer 1 geworden. Ja, die Zitrone, die Zitrik ist hier der Main Player. Also man muss es gar nicht so kompliziert machen. Es ist eben ein super zitrisches, frisches Parfum. Wir haben hier auch noch eine Ingwernote, die minimal scharf ist und auch so eine leichte, wirklich nur leichte Süße mit sich bringt. Also das finde ich ja, einen ganz guten Gegenpart zu der sehr spritzigen Zitrone, eben so eine leichte Schärfe, so eine minimale Süße. Das passt sich irgendwie dieser super frischen Zitrone an. Und wir haben im Dry Down dann, ja, für mein Empfinden so eine richtig schöne, holzige Moschusnote. Das Parfum bleibt auch hier eben, ja, zitrisch, frisch, aber trotzdem finde ich, dass man diese holzige Note im Dry Down auch recht gut herausriecht. Und ja, und deswegen ist es für mich einfach so insgesamt, ja, meine Nummer 1, der Gewinner des Battles geworden. Wie gesagt, es löst in mir einfach so, ja, das totale Sommerfeeling aus. Die pure Erfrischung ist es irgendwie für mich, wenn ich es mir aufsprühe. So, die Konditionen sind übrigens für die 100 ml so bei, ja, 95 bis 98 Euro. Das ist wirklich für ein Nischenparfum günstig. Da liegt der Milliliterpreis eben knapp unter 1 Euro. Also nochmal ein deutliches Stück günstiger als Note Yuzu. Ich möchte aber eben ehrlich sein, es ist eben nur eine kurze Erfrischung. Für mich ist es trotzdem ein absoluter Must-Have-Duft für den Sommer. Ihr macht alles richtig, wenn ihr so auf zitrische Parfums steht, wenn ihr eben so eine tolle Erfrischung für den Sommer haben möchtet. Aber es ist eben nur eine kurze Erfrischung. Also wie gesagt, so ehrlich muss man sein, es ist kein Beast Mode Parfum, was ihr euch im Sommer morgens auftragt und dann durch den Tag kommt, sondern ihr müsst den Flakon mitnehmen oder eine Abfüllung mitnehmen und dann mittags und nachmittags mal nachlegen. Also es ist eher ein kurzes Vergnügen für mich, trotzdem eine ganz klare Empfehlung. Ganz tolles Parfum. Ja, und dann sind wir auch schon durch mit dem Video. Du kannst ja gerne mal kommentieren, ob du so ein ähnliches, ja, spritziges Sommerfeeling bekommst, wenn du dir Limon aufsprühst. Und ja, wie die Performance bei dir bei Note Yuzu ist, ob du so einen ähnlichen Effekt der dann doch deutlich schlechteren Haltbarkeit bei hohen Temperaturen festgestellt hast. Also würde mich mal interessieren, haut in die Tasten. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch abschließend übrig zu sagen, bleib gesund, bleib fit und munter, fang dir nicht so eine eklige Erkältung ein, ja, wie es mir eben passiert ist.
und dann hören wir uns demnächst mal wieder. Also bleibt gesund.